Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forza Horizon 4. Wir spielen gemeinsam die Kampagne. Isha klang am Telefon erleichtert, was einiges heißt, wenn man Isha kennt. Also gut gemacht. Ich rufe dich an, wenn sie sich wieder meldet. Wir haben in der letzten Folge ja das Taxi-Kapitel komplett abgeschlossen. Und jetzt werden wir uns ab dieser Folge oder vielleicht auch rein in dieser Folge nur um... nur um die Top Gear Mission gucken. Bin mal gespannt. Ein km/h mehr. Och, du willst mich doch verarschen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 100 Metern rechts abbiegen. Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. Hey Horizon, ihr seid zurück auf Pulse mit mir und meinem ganz besonderen Gast, Isha. Oh, Isha war da. Tja. Kann man sich leider nicht mehr anhören. Tonight, the Stig drives some very fast farm equipment, I hail a taxi, and finishing with something that I'm reliably informed is a bit of a fan favourite around here. I'm Chris Harris, and this is the Top Gear Horizon Special. Ah yes, the Stig, our very own UFO, unidentified fast object, the world's least obedient racing driver. Ja, dazu kann man natürlich auch Right then, the Lotus release, ausschreiben. a 90s classic based on the age-old roadster recipe. 2 seats, engine in the middle, rear-wheel drive. Not an ounce of fat. This is what driving is all about. But this isn't just any Elise, it's a Sport 190, a tuned-up, stripped-out Elise for track days. Even the passenger seat is an optional extra. But who needs friends anyway? Friends are expensive and heavy. It weighs well under 700 kilos and makes 190 horsepower from its 1.8-litre engine, which revs to 8,000 RPM. Just listen to that. Okay, aber... Ja, wo soll ich bitte... Hey... Es kann doch nicht sein, dass das Spiel ernsthaft so eine Scheiße mit einem abzieht, Alter. Führt uns irgendwo rum, gibt uns aber eine Zeit, die komplett unrealistisch ist. Was soll das denn? This is the Top Gear Horizon Special. So, was soll das? Warum? Boah, ich kotze. Okay, passt auf. Wir fahren links über die Brücke, fahren dann den Weg lang, dann rechts.
dann die erste wieder links und dann sind wir da. Geht mir das auf den Zünder, ey. Ah yes, the Stig, our very own UFO, unidentified fast object, the world's least obedient racing driver. What? That's basically a river, and the Elise definitely doesn't have a snorkel or a life jacket. Also das nervt wirklich hart bei dem Spiel, also dass sie so eine Scheiße mit einem abziehen. Okay, jetzt rechts. Und dann die nächste weiße links. Alright, it's not the fastest way around a corner, but it's definitely the most entertaining. Serious slide there. Loving your work, Stiggy. Completely sideways now. Making it look easy too. Well, they did say to use the fastest route possible, and if there's one thing faster than a racing line, it's a straight line. So you gotta hand it to the Stig. Made it! Was there ever any doubt? The Series 1 Elise is, after all, one of the best handling cars ever made. The Sport 190 is its hardcore cousin, a road-going racer you can drive to work. And across fields, it turns out. But if it's true agricultural transport you're after, we have just the thing. Oh, a BMW 1M. Great car. Hang on, that's my BMW 1M. So, direkt checken. Ne, safe werde ich das nicht fahren. Wir werden an der ersten Möglichkeit links fahren, dann die erste Möglichkeit, also die erste weiße Möglichkeit rechts und dann die zweite weiße Möglichkeit rechts. Seriously, not funny. Who gave Stig the keys? I mean, I literally just cleaned it. Now it's going to smell of onions. Oda Stig. Does 0 to 60 in 4.8 seconds. My 1M. Stig's way beyond that now. 3-litre straight six, 335 horsepower, 2 turbos, as much sideways action as you like. That's the last time we leave Stig unattended. Am I the only one who remembers Budapest? Bei nächster Gelegenheit wenden. Route wird neu berechnet. Look at the smoke! Please leave me some tread for the drive home, Stiggy. Seriously, come on. In 200 Metern rechts abbiegen. One of the best BMWs ever made, this. Born to be driven by me. Got to admit though, Stig does kind of suit it.
Das ist zwar nicht der Weg, den ich fahren wollte, aber wenn das Navi sagt, es geht schneller. Warte, jetzt werde ich es aber checken. Ja, okay, doch. Ah, wie viel Zeit haben wir noch? 2 Minuten. Well, this isn't stressful to watch. Not at all. Almost there now. Oh, what a shame. I was really getting into that. Just park it up now, Stig, and mind the curbs. It's a BMW, so of course it's rear-wheel drive. 50-50 weight distribution too. It's a natural-born drifter. Now, anyone else want to go? No? Don't say I didn't ask. So, muss ich jetzt bei jeder Strecke machen. Right. Back to the actual script now, if you don't mind. This is Top Gear's Tractor. It's a tractor, obviously, but with a 5.7-litre Chevy V8 making 500 horsepower. And here comes the Stig again. Farm Stig. Born in a barn, they say, weaned by pigs, can plough a field in under 6 seconds. Immer, ach so, immer geradeaus. Okay. Also kann man nicht so viel machen. There's a speed camera on the M68. Rumour has it, it only flashes above 87.2 miles an hour. Our tractor has been officially clocked at 87.2 miles an hour, making it the world's fastest tractor. But I reckon it'll go even faster. Also der Traktor schafft mehr als mein VW. Dummer Spasti hier mit seinem scheiß Ford, ey. Jetzt die Frage, wenn er nach dem 60er mal begrüßt. Steady on, Stig. Those are 54-inch mud tyres, remember? They get a bit squishy through the corners. Nobody needs to get the harvest in that quickly. Ey, ist das euer fucking Ernst, Alter? Seid ihr grenzdebil? Right, here comes the speed camera. Hope they put some film in it. Wow! Have you ever seen anything like it? That's a new tractor speed record and some impressively fast farming. If you want to spread slurry in a hurry, you know what you need. Now, though, it's time to hail a ride in something completely different. I called a cab earlier. Local company, Aisha's Taxis. Excellent service. Got me here in no time. Unsurprising, really. I mean, look at what turned up. Hands down the quickest cab I've ever been in. Which got me thinking,
How fast could this thing actually go? Kann ich dir sagen. Über 300. Ich bin schon ein paar Mal gefahren. So I had a word with Aisha. Asked if we could borrow her cab for a trip to the seaside. To Bamborough Beach, in fact, where we could stretch the tank. Moment. Okay. Ja, nein. Da kann ich besser. Oder ich cheese und fahre hier einfach straight durch. Geht natürlich auch. His legs a bit, although I might have forgotten to tell her who'd be driving. You've guessed it. The cabbie who'll always get you to your destination very early, but probably won't be anywhere near where you asked to go. The acceleration is brutal. Hope that meter charges by the minute. This could be a cheap ride. Now that's what I call a cab. No clattery diesel engine here. This is a V12 with over 750 horsepower, plus bucket seats. Beaded bucket seats, presumably. Oh yes, spot on. Lightning reactions, quick hands. Wir schießen jetzt schon. Bei nächster Gelegenheit wenden. From now on, I say all cabs should have wide bodies and flared arches. Think about it. More stability, more speed, more downforce, more room for your terrified passengers. It even has slick tyres for maximum grip on a bone-dry drag strip. So they should be interesting when we hit the beach. Ich sag mal, das reicht fürs Schießen. Warte, wahrscheinlich bringt das nichts mehr, ne? Fähigkeiten sind eh wahrscheinlich für Nahschutz. Ja. Schade, die hätte ich gerne gehabt, aber naja. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Hätten wir besser die Offroad-Räder drauf geklatscht. Rechts abbiegen. Links abbiegen. Good work from the stick there. I'd say we're nicely warmed up for the next bit. So here we are then. In the old days, daredevils used smooth, sandy beaches like this to see how fast their cars could go. Many early land speed records were set on beaches. Miles of space, nothing to hit. Sounds easy, right? Ja, aber du kannst auf Sand nicht so schnell fahren. Oh, look Der at falschen that. Reifen Laying zumindest. some pretty squirmy tracks there, Stiggy. That's what happens with 750 horsepower on sand. But that's the challenge here. Go as fast as possible all the way to the top of the beach. The thing is, there's something I haven't told the Stig. Speed record rules say you must do 2 runs, one in each direction, before the clock runs out. Which means, Stiggy, pulling off the world's swiftest U-turn, which of course is when the handbrake comes in handy. Warte, was will er? Denselben Weg zurück? Oh, fick dich einfach, ey.
Laying some pretty squirmy tracks there, Stiggy. That's what Ich habe mich schon gewundert, warum das so easy ist. But that's the challenge here. Go as fast as possible all the way to the top of the beach. The thing is, there's something I haven't told the Stig. Speed record rules say you must do 2 runs, 1 in each direction, before the clock runs out. Which means, Stiggy, pulling off the world's swiftest U-turn, which of course is when the handbrake comes in handy. Aber dass sie das einem erst erzählen, wenn man da vorbeigefahren ist, finde ich ein Witz. Das ist halt für mich persönlich auch ein weitiger Kritikpunkt an dem Spiel. Also es ist eigentlich geil, aber es hat auch echt viele Schwächen. Also es ist definitiv nicht nur Spielspaß. Minicab, maximum speed. Next time I need a ride to the airport, I know who I'm calling. And all of this off-road action has given me an idea. Also das ist halt wirklich lame. Okay, 3 von 7 haben wir durch. This is Project EAT. That's EAT for E-Class All-Terrain. It's a modified Merc built by the Top Gear magazine team for finding bears in the woods. Not many bears around here, though. Mostly badgers. Still, there's definitely some terrain. Lots of it. All you need is a good sense of direction. Or not. Here's Stig again, looking lost. Terrified of maps, apparently. Inner compass points directly south. So, gucken. Ja, nein. Da werde ich, glaube ich, hier einfach geradeaus durchballern. EAT has a silky smooth V6 Ja, wobei, diesel. It'll do 155 Zeit, ne? miles an hour on the road, but where we're going, we won't need roads. First up, it's a trip to the top of Glen Rannoch, by any means necessary, and against the clock, naturally. But don't worry, it has knobbly tyres, and a roof rack for carrying extra knobbly tyres. In 400 Metern links abbiegen. Warum hat der eigentlich 2 Antennen? Links abbiegen. Ultra lang. Says you need an SUV to go off-road. The EAT has 4-wheel drive and air suspension to smooth out lumps and bumps and everyday obstacles. Ancient burial mounds, for example. Ganz kurz checken. Ja, aber es müsste eigentlich trotzdem machbar sein, oder? In 5 Minuten. Ja, ich glaube, wir können hier ganz normal fahren. Wir machen jetzt volles Risiko und kürzen mal nicht ab. In 400 Metern scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen.
Rechts abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 400 Metern scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. It also has 340 horsepower, more torque than a cruise ship, and gets to 60 miles an hour in just over 5 seconds. Now it's time to head way over there, to the very top of Arthur's Seat. But first, what? Du dummer... Alter. Es ist unfassbar. Ey, das ist ein scheiß Witz, ne? Jetzt soll ich in 1,5 Minuten da hinten hinkommen, oder was? Goes up, must come down. Das finde ich asozial, Alter. Das ist... Nee, da habe ich keine Worte für. Das ist richtig assi. Dann fickt euch, Alter. Dann baller ich jetzt straight geradeaus durch. The EAT has a silky smooth V6 diesel. It'll do 155 miles an hour on the road, but where we're going, we won't need roads. First up, it's a trip to the top of Glen Rannoch, by any means necessary and against the clock. Lass mich mal ganz kurz glotzen. Darum. Boah, das sind einfach verdammt viele Bäume, Alter. Das sind verdammt viele Bäume. But don't worry, it has knobbly tyres and a roof rack for carrying extra knobbly tyres. In Let's go. 200 Metern links abbiegen. Cool, der erste Baum, den ich sehe, den nehme ich direkt mit. In 200 Metern links abbiegen. That's some proper hang time. Actual air suspension. Route wird neu berechnet. Was geht schief? Who says you need an SUV to go off-road? The EAT has four-wheel drive and air suspension to smooth out lumps and bumps and everyday obstacles. Ancient burial mounds, for example. Ja. Auf der anderen Seite sind jetzt gleich Gott sei Dank nicht mehr so viele Bäume. Well, it is a Mercedes wagon, so it's tough. And if you really want to smash stuff up, there's even a pickaxe in the back. In 400 Metern scharf rechts abbiegen. In 200
400 Metern links abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Route wird neu berechnet. In 100 Metern rechts abbiegen. In 400 Metern... Die Frage ist, wie soll ich da den Berg hochkommen? Da kann ich doch gar nicht schießen. In 400 Metern... Mann, du hässlicher Pissbaum, ey. In 400 Metern rechts abbiegen. It also has 340 horsepower, more torque than a cruise ship, and gets to 60 miles an hour in just over 5 seconds. Time to head way over there. Okay, also straight nach rechts ballern und dann da einfach straight durchballern. To the very top of Arthur's seat. But first, what goes up? Mach's gut, ja. Bei nächster Gelegenheit wenden. Oh oh. Route wird neu berechnet. Also wir machen es anders. In 400 Metern rechts abbiegen. Alter Mann. So, warte mal, wir versuchen Bei nächster mal. Gelegenheit wenden. In 400 Metern rechts abbiegen. Eine Missgeburt. Also wer dafür verantwortlich ist, der soll gefoltert werden. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 200 Metern links abbiegen. Warum? Warum, Alter? Oh mein Gott, fick dich einfach, Schwegen. Fick dich einfach so hart, Alter. Boah, Junge. Sieht gleich aus, ey. Das ist nicht dein Scheiß Ernst, ey. The EAT has a silky smooth V6 diesel. It'll do 155 miles an hour on the road, but where we're going, we won't need roads. First up, it's a trip to the top of Glen Rannoch, by any means necessary, and against the clock, naturally. But don't worry, it has knobbly tyres, and a roof rack for carrying extra knobbly tyres. That's some proper hang time. Actual air suspension. Bei nächster Gelegenheit wenden.
wenden. Mann, jetzt ist doch noch so ein Felsen da. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 400 Metern scharf links abbiegen. Well, it is a Mercedes wagon, so it's tough. And if you really want to smash stuff up, there's even a pickaxe in the back. Who says you need an SUV to go off-road? The EAT has four-wheel drive Meine Güte, ey. and air suspension to smooth out lumps and bumps and everyday obstacles. Ancient burial mound, for example. Ich will nicht mehr, Alter. In 400 Metern links abbiegen. Route wird neu berechnet. In 200 Metern links abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. It also has 340 horsepower, more torque than a cruise ship, and gets to 60 miles an hour in just over 5 seconds. Now it's time to head way over there, to the very top of Arthur's Seat. But first, what goes up must come down. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ups. Da wollte ich nicht gegenfahren, eventuell. Bei nächster Gelegenheit wenden. Route wird neu berechnet. In 400 Metern rechts abbiegen. Oh ja, der Sprung ist gut. In 400 Metern links abbiegen. It's full of home comforts, the EAT. Chargers for almost anything you can charge. Cozy ambient lighting. Even a portable espresso machine. Everything the intrepid explorer could ever need. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Mann! Bei nächster Gelegenheit wenden. Warte, ich muss mal ganz kurz drauf gucken. Okay, also wenn er sagt rechts, muss ich irgendwie versuchen geradeaus zu fahren. Boah, in der Stadt wird das natürlich schwierig, ne? Ich weiß ja, dass da immer ganz viele Häuser stehen. Aber man kann theoretisch geradeaus, dann immer geradeaus, auch hier durch und dann sind wir ja quasi schon fast da. In 400 Metern rechts abbiegen.
Rechts abbiegen. All right, all this adventure kit's had a tiny effect on the fuel efficiency. Good job the roof rack holds 2 cans of diesel, and there's another one in the back. Just don't confuse them with your drinking water. Moment. Ja, doch, dem Streckenverlauf folgen. Also jetzt auf jeden Fall geradeaus. Im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt nehmen. Moment. Scheiße, ich hätte unten lang gemusst, ne? Ja, ich hätte unten lang gemusst. Okay. Abbruch. Neustart. Nee, weiter zurück. Im Kreisverkehr die dritte... Machen wir das anders. Dann fahren wir Bei hier. nächster Gelegenheit wenden. Route wird neu... Warte mal, das war jetzt auch falsch, oder nicht? Nee, das ist... Nee, das ist jetzt richtig. Ja. Das heißt, da vorne gleich links. Okay, also einfach dem Ding folgen jetzt. In 100 Metern links abbiegen. Dann in 30 Sekunden da. Achso, dann warte mal. Könnte doch passen. Links abbiegen. On to the final stretch now. Just the small matter of getting up Arthur's seat. The clock's ticking, so better step on it, Stiggy. Nein! Das ist doch ein Bastardspiel. Ich kotze. Ich guck mal, ob ich rechts fahren kann. Bei nächster Gelegenheit wenden. Route wird neu berechnet. Fünf Minuten 10 am Arsch, Alter, ey. Und ganz ehrlich, Leute, Rechts abbiegen. es nervt zwar, aber ich werde mir jetzt nicht den Arsch aufreißen, um die scheiß 5 Minuten 10 zu erreichen. Es geht mir einfach auf den Sack, ey. Rechts abbiegen. Das ist einfach vom Spiel so unfair gemacht. Kann sich ficken, Alter, ey, ganz ehrlich, ey. In 100 Metern rechts abbiegen. Wir werden auf jeden Fall schön in der Hölle dafür brennen. And there we go. The top of Arthur's seat. No idea who Arthur is, by the way, or why his seat's so big. Nice view, though. Halt einfach dein Shame there's no dummes time to Maul. stick around. Halt einfach die Fresse. Gut, Leute, das war's mit der heutigen Folge. Wir sehen uns bei der nächsten und dann machen wir die Scheiße hier fertig. 203, Cheerio.